XRP übersteigt Ethereum und Stellar, was jetzt noch ansteht, und Brandbrief an die SEC, ob der 15. September wirklich sicher ist. Das und vieles mehr heute im Video. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 1,42 $, also 4% gesunken. Der ganze Markt ist sehr im roten Bereich, allen voran LRC mit knapp 7% im Minus. Das sieht man natürlich nicht so gerne, aber ich hoffe mal, dass die nächsten Tage da wieder ein bisschen frischen Wind in den Markt bringen. Bitcoin hält sich auch sehr stabil, 78.500. Also jetzt alles keine Riesenbewegung nach oben und nach unten. Aber wir schauen einmal direkt rein, denn eine Sache ist trotzdem safe. XRP und der XRP Ledger sind gerade massiv im Kommen. Wenn man sich mal den 90-Tages-Durchschnitt anschaut, denn der 90-Tages-durchschnittliche RWA-Inflow, der ist jetzt sogar über Ethereum und Stellar. Und da haben ja immer viele Leute gesagt, ja, in Sachen Real-World Assets, da hinkt XRP noch hinterher. Aber jetzt hat sich das Blatt komplett gewendet und wir sehen eben, dass es mit knapp 2 Milliarden Inflow einer der Top-Coins gerade ist in Sachen Real-World Asset. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Transaktionen einfach super günstig sind, denn diese Fee-Escalation, die haben wir bei XRP bis jetzt nur einmal ganz kurz gesehen und nicht wie bei Ethereum quasi dauerhaft. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass wenn mehr Transaktionen auf dem Netzwerk passieren, es natürlich auch teurer wird, die Transaktionen durchzuführen. Das ist wie wenn irgendwo Ferien gerade sind und dann in solchen Urlaubsorten, dann sind die Hotels ja auch immer teurer. Und so ist es quasi hier auch. Und jetzt gerade bei diesem Hype, wo XRP 60-70% Anstieg hat und Ethereum natürlich ähnliche Anstiege hier fährt, gab es tatsächlich da auch einen großen Hype. Aber die Transaktionsgebühren bei XRP sind komplett stabil geblieben. Bei Ethereum dann doch ein bisschen teurer geworden. Und ich glaube, deswegen verstehen die Leute auch, dass es, wenn es allein um Transaktionen und Volumen geht, XRP da auf jeden Fall die Nase vorne hat. Und die Nase vorn ist auch schon ein gutes Stichwort, denn es geht ja gerade wirklich ganz massiv um den 15. September. Denn dort wird abgestimmt, ob jetzt der Clarity Act wirklich noch weiter durchkommt in den USA oder ob sich das für dieses Jahr wahrscheinlich komplett erledigt hat. Und die CFTC und die SEC, das sind beides Behörden aus den USA, die sich um Bereich Finanzregulation quasi drehen. Und sie wurden jetzt hier angeschrieben von der Blockchain Association, da gibt es einen offenen Brief quasi. Und in diesem Brief machen sie sich eben stark für neue Regulationen, denn über 40 Banken sind hier mit dabei, haben das quasi unterschrieben und ja, mit abgezeichnet und wollen jetzt, dass das Ganze wirklich durchkommt. Also super spannend, insgesamt über 100 verschiedene Teilnehmer, also 40 Banken und 60 andere Firmen, die da alle mit im Boot sind. Insgesamt passiert da gerade, glaube ich, unter der Haube sehr viel und es wird wahrscheinlich nochmal sehr volatil werden. Und was auch volatil ist, sind die Meinungen im Markt. Das ist natürlich eh immer gegeben. Und David Schwartz spricht hier über große Missverständnisse, die teilweise immer noch bis heute bestehen. Eine große Sache ist von einem Account, der mittlerweile gelöscht ist auf Twitter, aber deswegen nicht weniger relevant. Denn es geht darum, dass niemand für den XRP Ledger sprechen kann. Das heißt also, der XRP Ledger ist ein Netzwerk und dieses Netzwerk besteht aus ganz vielen einzelnen Knotenpunkten. Aber es gibt halt eben keinen CEO, es gibt keinen Geschäftsführer, es gibt keine Personalabteilung beim XRP Ledger oder sowas. Es gibt nur einzelne Individuen, die sich zusammenschließen quasi und da zusammen ein Netzwerk rausbilden. Und das, finde ich, muss nochmal ganz, ganz klar gesagt werden, weil oft natürlich manche Leute so ein bisschen hochgehoben werden, emporgehoben werden und man hört dann immer darauf, was sie sagen. Und das passiert natürlich automatisch, weil es Kompetenzhierarchien hier gibt, die logischerweise immer notwendig sind. Aber es ist halt eben nicht so, dass es da einen Geschäftsführer gibt. Und selbst Ripple und Brad Garlinghouse und wer auch immer, die haben keine Macht über den XRP Ledger und können nicht einfach mal von heute auf morgen sagen, die Transaktion finde ich nicht gut, die wird jetzt eingefroren, das Netzwerk, das machen wir jetzt nicht weiter oder dieses Update, das machen wir nicht, sondern das Ganze kommt 100% von der Community und das muss jeder wirklich hier verinnerlichen. Und was auch richtig bullish ist Japan. Die haben ja in der Vergangenheit gesagt, XRP ist ein absolutes Muss für sie und gerade viele große Banken, viele große japanische Banken sind da wirklich massiv eingestiegen hier. Und in dem Fall das gesamte System 16,5 Trillion Dollar in Stocks, also in Aktien, in irgendwelchen Fonds und so weiter, wollen sie in Zukunft auf die Blockchain bringen. Das ist super crazy. Natürlich passiert das nicht von heute auf morgen, das geht immer Stück für Stück, aber wir sehen ja gerade auch mit den XRP-ETFs, mit den Bitcoin-ETFs und so, was das langfristig für einen positiven Einfluss hat und diesen positiven Einfluss wollen wir selbstverständlich hier mitnehmen. Deswegen, Japan macht da gerade richtig gute Schritte und ja, so darf es auch gerne dann weitergehen.
Und nicht nur da geht's weiter, sondern auch mit Stablecoins auf dem XRP Ledger. Der RL-US-Dollar ist gerade auch massiv im Hype. Hier sehen wir einmal den Vergleichswert einmal zu Mai und dann jetzt eben heute. Herausgegeben bzw. geclaimed sind hier natürlich immer identisch die Zahlen, aber es sieht schon mal sehr, sehr gut aus und vor allem ist die Nachfrage wieder deutlich gestiegen. Ist ja auch logisch, die meisten Firmen haben jetzt wieder XRP-FOMO, auch zu Recht. Und ja, deswegen gibt es da gerade sehr viele Leute, die die RL-US-Dollar-Nachfrage auf dem XRP Ledger schön weiter befeuern. Und dann geht's weiter von Birch, denn er spricht hier über Leute, die davon ausgehen, dass XRP jetzt zwar schon seinen Move gemacht hat und somit gar nicht mehr großartig weiter wachsen kann. Und dem würde ich wirklich vehement widersprechen, denn CoinsKit schreibt das hier einmal ziemlich schön, dass beispielsweise $27 bei XRP nicht nur absolut möglich sind, sondern sogar auch realistisch. Und es ist deswegen realistisch, weil das der genaue Preis ist, der rauskommt, wenn man XRP mit Bitcoin vergleicht. Das heißt also ganz sachlich mal betrachtet, wenn XRP auf den Wert steigt, wo Bitcoin sich gerade befindet, vom Market Cap her, dann ist XRP bei ungefähr 25 bis $26. Und das geht auch gegen diese ganzen Leute mit immer diesen Market Cap Argumenten. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber wir bleiben mal in eurer Logik. Bitcoin hat ja schon einen Market Cap, der besteht aktuell. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das Ganze würde quasi in XRP fließen, dann wären wir hier bei 25 oder $26 bei XRP. Richtig, richtig crazy. Und ja, ich glaube einfach, das ist nicht unrealistisch. Ganz im Gegenteil, das ist mehr als machbar. Und dann haben wir noch einen schönen Chart davon, wie viel XRP-Aktivität eigentlich gerade auf dem Ledger passiert. Heute haben wir echt viele Grafiken dabei, aber finde ich auch mal gut, muss auch mal sein. Und dann sehen wir hier einmal ziemlich schön visualisiert, wie dieser massive Ansprung, dieser massive Hype von hier bis da auf einmal passiert ist. Also wir hatten hier in Blau immer den Preis, der ist ja nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau quasi hier. Natürlich jetzt im Vergleich zu den $3, die wir vorher hatten, nicht, aber so von dem Tief hier richtig schöner Anstieg. Aber die XRP-Aktivität, die sogenannten Receiving Addresses, die sind komplett durch die Decke gegangen. Das heißt, wir sind auch viel, viel, viel höher, als wir beispielsweise hier bei $3 waren. Und das zeigt einfach, dass gerade sehr viele Leute aktiv sind, weil sich das Blatt eben so schnell gewendet hat. Und das passiert und diese FOMO, die packt teilweise sehr viele Leute. Und selbst wenn wir jetzt wieder bei XRP irgendwann bei 1,35 wieder rumdümpeln sollten, da erstmal konsolidieren sollten, was nicht jetzt Fakt ist, aber was auf jeden Fall sein könnte, dann zeigt es trotzdem, wie schnell sowas nach oben hin explodieren kann und das halt eben im positivsten Sinne. Gerade bei Bitcoin auch. Wie lange waren wir jetzt bei den 66.000? Jetzt sind wir bei den 80.000 knapp. Also das geht wirklich innerhalb von 2-3 Tagen kann man da so einen Hype erreichen. Und stellt euch mal vor, jetzt kommen wirklich nochmal die großen Spieler mit ins Boot, große Finanzinstitutionen, große Banken oder sowas, die können richtig, richtig Geld locker machen und dann würde dieser Anstieg hier wirklich wahrscheinlich verblassen. Dann sehen wir solche Anstiege wie 2017, 2018, wo es auf einmal teilweise ein 300x oder sowas gab. Das ist auf jeden Fall alles nicht unmöglich, muss man sagen. Und was auch nicht unmöglich ist, dass verschiedene Firmen und vor allem Börsen sich wieder überbieten darin, wie restriktiv sie sein wollen. Es geht nämlich hier darum, dass Kraken tatsächlich jetzt einen Account komplett eingefroren hat quasi, nachdem dieser Account Geld bekommen hat von einer Wallet von HTX, die aber nicht mehr aktiv sein darf, also die ist ebenfalls sanktioniert quasi. Und das läuft halt eben so, dass es intern solche Listen gibt und darauf ist eben vermerkt, welche Wallets beispielsweise nicht mehr aktiv sein dürfen, also welche beispielsweise kein Geld mehr einzahlen dürfen, welche im Endeffekt sanktioniert sind. Und jetzt ist es eben so, dass HTX eine Transaktion gemacht hat auf diese Kraken-Wallet und auf einmal wurde dann somit die Kraken-Wallet quasi auch eingefroren oder wurde als komisch eingestuft, dass man da so ein bisschen erstmal nachschauen muss. Und natürlich hatte diese Person, die das Geld bekommen hat, natürlich nichts damit zu tun. Also das kann ja an jede Wallet irgendwie Geld schicken, aber es wird dann halt erstmal so festgehalten und das ist natürlich schon sehr, sehr dramatisch, gerade weil man auf der Blockchain immer sehen kann, wie viel Geld da jeweils drauf liegt. Also bei normalen Banktransaktionen und Bankkonten, da würde es ja keinen Sinn machen, weil man kennt ja die IBAN teilweise nicht von den Leuten, aber bei solchen Kryptotransaktionen ist das Ganze schon deutlich realistischer oder einfacher machbar. Und da muss man sich wirklich fragen, wie kann man sowas in Zukunft umgehen? Natürlich immer, indem man es selbst für sich verwaltet. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet hier von 589 und zwar ich in meiner Pause, wie ich hoffe, dass XRP auf $589 innerhalb der nächsten 8 Minuten geht, sodass ich mich nicht mehr einstempeln muss.
Ja, das fände ich auf jeden Fall schön, aber in den meisten Fällen ist es leider eher noch ein Wunschtraum. 589 ist noch weit weg, da müssen wir noch ein paar Pumps abwarten, würde ich sagen. Aber unabhängig davon, ob wir gerade auch bei 589 liegt oder nicht, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu weiteren News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin schreibt mir gerne mal was Nettes in die Kommentare und gebt ein Like oder Dislike. Ich sehe alles, ich lese alles. Von daher bis morgen 18 Uhr. Ciao. Ciao.